Guten Morgen. Wir rollen vom Campingplatz ab. Es ist jetzt 7:07 Uhr. Der Wecker ging heute um 6 Uhr. Ich glaube, das war so ziemlich unser schnellstes Zusammenpacken und Frischmachen. Ja, es beginnt jetzt hier am Campingplatz Auwaldsee oder Auwaldcamping. Dann haben wir 87 Kilometer, glaube ich. Ne? Wir haben eine richtige Steigung drin. 87, genau, ja. Da fragen wir uns eigentlich, ob man die auch fahren muss oder ob man da irgendwie auch mit dem Schiff übersetzen kann. Das haben wir gestern nicht so rausgefunden. Wir werden es wohl fahren, also über den Berg fahren. Ja, und dann führt uns die Route bis nach Regensburg. Genau. Genau, auch wieder auf dem Campingplatz. Jo. Cool war, dass das Zelt heute annähernd trocken war. Ja. Nervig waren die Mücken. Ja, die Schnaken. Das ist hier wirklich diese Stechmücken. Aber dafür hatten wir Autan mit dabei. Ein paar Mückenstiche gab es aber trotzdem. Mario? Ja. Wir müssen noch die Karte abgeben. Ey Mario. Neben uns haben wir gerade einen ganz verwilderten Tennisplatz. Jo, die Natur nimmt sich alles zurück. So, Schiebehilfe plus. Ja. Ja gut, okay. immerhin die eine. Ja. Können wir ja für dann zumindest. Können wir bei dir zumindest. Ja. Also hier rechts geht's auch her, dann kann man sich eine Treppe sparen, das haben wir nicht gesehen. So, das gleiche zurück, aber das geht ja einfach mit der Bremse kontrolliert runterlaufen lassen. Geschafft. Aber das ist wieder so eine Stelle für Frauen alleine. Ich weiß nicht. Wir stören die hier in ihrer Morgenruhe. Wir machen einen kleinen Abstecher zum Bäcker. Wir schlagen heute mal wieder richtig zu. Teilchen. Urlaub. Yeah. Wir müssen gerade auf die Straße ausweichen.
Im letzten Jahr waren wir hier mal nach langer Durststrecke einkaufen. Es gab Getränke. Wir machen einen kleinen Halt nach gut 30 Kilometern. Anna hat ihre Binding ausgezogen. Wir haben gescheuert, sagst du, ne? Hier trocknet noch das Trikot von gestern. Und dann ist Miss Otlo gleich auch wieder startklar. Genau. Ja, heute fehlt leider der blitzeblaue Himmel. Deswegen habe ich gedacht, trage ich den blitzeblauen Himmel einfach hier. Achso, noch ein Wort hierzu. Da habe ich jetzt ja Isomatte drin und in einem anderen die Regensachen. Das ist cool, weil dann habe ich hier drin mehr Platz. Jetzt habe ich eigentlich sogar nicht genug Sachen, um die Taschen hier zu füllen. Deswegen habe ich hier drin ein Couchkissen. Dann habe ich noch mal mehr Komfort. Schlafkomfort. Sag mal, wo wolltest du jetzt noch mal die Outer Pocket dran machen? Die kleinen Outer Pockets kommen hier hinten dran. Die mit 1,8 Litern. Bei Regner Metzgerei Dörl. Das ist eigentlich auch ein gutes Konzept, finde ich. Ja, das stimmt. Hier ist eine Fähre. Wir wollen die zwar nicht nehmen, aber ich nehme es kurz mal auf. Wir haben es jetzt genau 3 Stunden nach Abfahrt, also 10:07 Uhr. Wir haben 42,8 Kilometer geschafft und wir haben gerade gesagt, wir sind wieder komplett alleine. Also ich kann jedem empfehlen, früh morgens aufzustehen und loszufahren. Dann ist es einfach noch viel ruhiger, viel friedlicher. Wir sind jetzt hier vor Weltenburg. So, wir sind jetzt aus Kelheim raus und dann direkt dahinter geht's durch den Wald. Ich glaube an die 200 Höhenmeter auf ziemlich losem Untergrund. Das wissen wir noch von letztem Jahr. Wird jetzt nicht ganz so komfortabel. Mal schauen, ob ich filmen kann. Das muss ich ja immer dann einhändig machen oder ja, genau, einhändig fahren. Mal gucken. In den Wald geht es jetzt rein.
Ach, Mario. Ja. ¿Qué pasa? Auf den Berg. Fährt sich bisher eigentlich sehr gut. Ja. Ich hatte das auch irgendwie viel steiler in Erinnerung und der Belag war viel schlechter. Ja. Ja, so kann man sich manchmal täuschen. Ist echt okay, ne? Genau aus dem Grund. Die Anne schiebt. Ja, das war okay in dem Wald, ne? Ja. War schön und ja, absolut machbar. Ne? war gut. Nee. Ja. Wir fahren kurz hier zum Edeka. Wir haben jetzt gerade hier Wasser geholt beim Edeka in Affecking. Mhm, genau. Und witzigerweise haben wir hier 3 CEE-Dosen gesehen. Da kann man Elektroauto aufladen, allerdings natürlich auch unsere E-Bike-Akkus, wenn man wollte. Hier mündet gerade die Altmühl in die Donau. Also hier vorne ist die Altmühl und da hinten ist die Donau. Wir füllen gerade mal ein bisschen Wasser auf, oder? Ja, genau. Ja, genau. Gut. Ja, und dann haben wir noch 22,6 Kilometer für heute. Wir suchen gleich noch mal einen Kaffee. Ja. Wir sind heute echt früh dran. Ne? Ach, willst du auch einen Tee heute? Was hast du gesagt? Ja. Schöne Basthütte. Sansibar. Ja. Witzig. Das ist doch mal einfallsreich. Können wir noch machen, oder? Ja. Würde ich schon sagen. Judy, das war sehr lecker. Das war sehr köstlich. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Es sind noch 21 Kilometer bis zum Campingplatz. Die können wir ganz gemütlich angehen. Ne? Ja. Einkaufen halt vielleicht noch mal vorher. Ja, stimmt. Mein Corona-Test von gestern zählt dann auch noch. Ja.
An der Stelle weicht jetzt hier gerade Komoot von der Beschilderung ab. Genau, wir müssen nämlich hier hoch. Das ging nämlich so hoch, das war hier so blöd. Ja, genau. Das weiß ich noch. Ja. Das war diese Engstelle. Geschafft! Da war sehr gutes Eis. Ja, vor einem Jahr, nicht heute. Gegenfrontverkehr. Ja. Der Himmel klart auf, es wird ein bisschen wärmer und jetzt haben wir unsere kurzen Sachen angezogen. Hosenbeine gekürzt, Jacke aus, Ärmlinge aus. Genau. Ja, 15 Kilometer sind es noch. Kurze Hose und T-Shirt. Ja. Und es ist ein schöner Teil hier, ne? Ja. Ja. Die Sonne scheint. Ja. Regensburg 6,8 Kilometer. Und wie ist die Lage, Anne? Gegenfrontverkehr. Halt Gegenfront? Gegenfront. Okay. Und wie ist die Lage? Gut ist die Lage. Gut. Und Wetter ist schön. Ja. Wir sind jetzt von der Donau abgefahren und haben noch 340 Meter bis zum Campingplatz.
Das Zelt ist mittlerweile aufgebaut. Die Rezeption macht eigentlich erst um 15 Uhr auf. Wir konnten aber schon früher rein, alles aufbauen und dann melden wir uns später bei der Rezeption an. Stromversorgung sieht jetzt bei uns so aus, dass wir den blauen Stromkasten da nehmen mit dem CEE-Stecker und dem 5 Meter Verlängerungskabel geht es dann hier in den 5er-Würfel rein. Ja, dann laden wir über die beiden Netzteile vom E-Bike die Akkus, dann GoPro-Akkus, also hier muss ich noch reinstecken. Ja. Ja, auch orange, genau. Handy und so weiter. Ja. Und das alles ist dann in Sichtweite zum Zelt. Die Zeltwiese könnte ein bisschen ebener sein, finde ich. Wir haben aber einen guten Platz gefunden. Ja, und dann ist dieses hier mein Eingang mit meinen Taschen. Wir haben das immer klar getrennt, weil wir mittlerweile schon größtenteils die gleichen Taschen haben. Und hier ist Annes Eingang mit ihren Taschen. Und dann kommen wir nicht durcheinander. Ja, und direkt dahinter haben wir dann hier schon in Beschlag genommen die Bank, weil gleich kommt noch gegen 15:30 Uhr Annes Schwester, die Mareike mit Baby und dann verbringen wir hier ein paar Stunden gemeinsam. Essen Kaffee und Kuchen. Wir melden uns nochmal vom Campingplatz. Mittlerweile ist es abends. Genau, wir waren jetzt gerade hier in dem angeschlossenen Restaurant und haben gut gegessen. Wir haben den Eindruck gehabt, dieses Restaurant ist nicht nur bei den Campern hier beliebt, sondern auch echt in extern. War super gut, war richtig viel los. Ja, genau. Ja, und jetzt sitzen wir hier noch ein bisschen auf der Bank, lassen den Abend ausklingen und dann geht es morgen weiter zu Tag 6. Genau, freuen wir uns schon drauf. Genau. Genau. Also, gute Nacht. Gute Nacht.